Nördlich von Dublin in der Nähe von Drogheda findet man ein neusteinzeitliches Vermächtnis. Diese alten Hügelgräber im Boyne Valley werden auf ein Alter von 5200 Jahren datiert. Damit sind sie älter als Stonehenge und die großen Pyramiden in Ägypten. Wir machen eine Tour, die die Gräber in Knowth und Newgrange mit einem Bus ansteuern. Das dritte Grab in Douth muss man separat besuchen. So, das war jetzt die erste. Jetzt fahren wir dann noch nach Newgrange. Ich glaube, das ist ein bisschen die bekanntere, weil die habe ich dann gleich im Netz gefunden, als ich den Trip geplant habe. Da kann man normalerweise in die Kammer, wegen der Pandemie jetzt leider nicht. Aber ich frage mich jetzt, nachdem wir nicht in die Kammer können, was es dort überhaupt noch zu bieten gibt, weil das war jetzt schon ziemlich beeindruckend. Weil ich immer noch das erste besser fand, weil man hoch konnte. Das ist jetzt Newgrange. Wir sind eigentlich recht froh, jetzt den Ausflug gemacht zu haben. Allerdings, die Ausmaße sind echt überraschend dafür, dass das so alt ist. Halbe Stunde von Dublin weg, vorreservieren, kleine Bustour. Man hat immer so ungefähr 40 Minuten an jeden von den Grabhügeln. Aber ja, empfehlenswert. Zu guter Letzt gab es noch ein Museum bezüglich der Ausgrabung der Passage-Tombs. Jetzt aber weiter. Unser nächstes Ziel heißt Scary's Mills und da gibt's Mühlen. Lasst mir euch schon vorab sagen, dass wir viel mehr Unterhaltung bei diesem Abstecher bekommen haben als je erwartet. Aber seht selbst. Die Mühlengeschichte reicht in Scary's zurück bis ins 16. Jahrhundert. Ein kleines Museum dient als Gang durch die Geschichte. Das Mühlenhandwerk wurde hier bis in die 1900er fortgesetzt. Außerdem gab es ab 1840 eine Bäckerei, welche bis in die 1980er produzierte. Hier seht ihr ein Wasserrad. Das läuft zwar nicht mehr, aber man verspricht uns es später noch anzuwerfen. Als Self-Guided Tour angeboten, bekamen wir dennoch einen super freundlichen Guide an die Hand. Und der spürte für 2 einzelne Touristen wirklich alles auf. Hier zum Beispiel die kleine Mühle. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich hier normalerweise herverlaufen, aber für 6 € 2 Mühlen, cooler Führer, der genauso heißt wie wir. Also kombiniert Patrick, Michael, der Typ heißt Patrick Michael, total abgefahren. Ja, Scary's Mills. Gerade versucht die gelernte Müllerin Rosemary uns die große Mühle anzuwerfen. Schade aber, dass der Wind nicht mitspielt. Werden die Mühle wohl leider nicht in Aktion sehen. Aber Moment, wer kommt da mit Sid, dem Traktor, angefahren? So, also Leute, jetzt passiert was ganz Verrücktes. Die werfen jetzt extra für uns hier diese Mühle an. Die ist jetzt noch nicht nach dem Wind ausgerichtet. Deshalb muss man jetzt die da hinten, wie ihr die Dame da vielleicht seht, mit diesem Drehrad so drehen, dass die Konstruktion oben mit den Flügeln in den Wind steht.
wir schon erwähnt, dass die 6 Euro die Tour echt wert sind. Und neuer Versuch. Damit es jetzt mit dem guten Wind aber nicht zu schnell dreht, muss unser Patrick die Bremse per Seil betätigen. Zieh, Patrick, zieh! Im obersten Stockwerk der Mühle zeigt Rosemary uns noch die Funktionalität der Bremse. So this is the brake beam here. Okay. It's a long lever. And basically it pulls all these wooden blocks against the wheel. If you want, you can sit over here. If you feel safe doing so. Ah, I think I'm staying here. Ah, okay. You don't want to stop it immediately. Yeah. So intensiv hat man sich, glaube ich, noch nie um uns bei einem Touri-Ausflug gekümmert. Und das für 6 Euro pro Erwachsener. Wahnsinn! Jetzt aber raus aus dieser Mühle. Halt! Stopp! Hatte uns Patrick Michael nicht versprochen, noch das Wasserrad anzuwerfen? Yes! Es gibt nicht mehr zu sagen als besucht Gary's Mills. Infos packen wir euch in die Videobeschreibung. Danke an die tollen Guides, war ein klasse Tag. Bis bald bei SPK on Tour! Corinna, was tust du in dem Video? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich bin ein Geist, der dich verfolgt. Du bist nie alleine.